So, und ich freue mich sehr, im Studio Jimmy Hartwig begrüßen zu dürfen, der uns durch die nächsten Minuten begleitet. Servus, willkommen. Ich freue mich, dass du auch da bist und Ja, gesund vor mir sitzt. Hervorragend. Dankeschön. Bitte. Und direkt vor Ort in Herzogenaurach unser Reporter Christian Ballfuß. Und Christian, nur, dass du schon mal vorgewarnt bist, Jimmy hat hier schon angemerkt, er hätte auch ein paar Fragen an dich. Also zieh dich warm an. Und noch warm angezogen scheinen auch die deutschen Kicker zu sein. Die sehen wir nämlich gleich schon auf dem Feld. Christian, was siehst du da? Alle fit? Alles okay? Ja, das sowieso, nach allem, was wir wissen. Aber es war gerade ganz spannend. Ganz kurz bevor wir hier drauf gekommen sind, hat Julian Nagelsmann den gesamten Kreis um sich versammelt. Der gesamte Kader stand um ihn rum und hat sehr intensiv gesprochen. Wir konnten nicht hören, was er gesagt hat, aber wir konnten sehen und auch so ein bisschen fühlen, glaube ich, was da das Thema war. Nämlich wirklich jetzt Fokus. Ja, die Leichtigkeit, die sie haben jetzt nach dem Sieg gegen Schottland, ganz wichtig, aber jetzt Fokus, volles Engagement, genauso heiß sein auf das Spiel wie gegen die Schotten, genauso vorbereitet sein in dem Spiel in Stuttgart, dann kann es was werden. Das ist meine Vermutung, aber jedenfalls die Körpersprache war sehr, sehr intensiv. Würde ich gleich drauf eingehen wollen, Jimmy. Was passiert nach so einem 5:1? Ist es eher wahrscheinlich, dass man so reingeht, boah, okay, haben wir easy peasy drin, auch die Ungarn, oder braucht es diese Fokusansprache? Der Christian hat es richtig gehört. Christian, wenn du Trainer werden willst, machen wir das Ding zusammen. Du sehr gut analysiert. Genau das hat er gesagt. Er hat gesagt beim Training, wir gehen jetzt voll zur Sache. Ab jetzt, hat er gesagt, ab jetzt beginnt die Vorbereitung für Ungarn. Jetzt gibt es kein Hinher mehr, jetzt wird fokussiert. Jetzt das erste Training, also Vorbereitung auf Mittwoch. Jetzt wird gerannt, jetzt wird gekämpft. Und trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir keine Verletzungen bekommen. Oder auch gehockt. Oder gehockt. Es wird Dehnübungen gemacht. Man ist ja die meisten die nicht Fußball spielen, die rennen gleich los. Es ist ganz wichtig, Dehnübungen zu machen, warm zu machen, die Muskulatur zu dehnen, dass da keine Muskelverletzungen passieren. Also ich muss sagen, Christian, Respekt für deine fußballerischen Kenntnisse. Ja, deshalb haben wir ihn da ja auch hingeschickt, weil er tatsächlich echt Ahnung hat. Christian, aus dem, was man gut jetzt noch nicht, jetzt dehnen Sie noch. Aber glaubst du, dass im Verlauf des Trainings schon ersichtlich werden könnte, mit welcher Taktik und mit welcher Aufstellung Nagelsmann in das Spiel morgen reingeht? Das wird so sein, nur das werden wir dann aller Voraussicht nach nicht mehr sehen können, weil es ist immer so, 15 Minuten dürfen wir dabei sein. Die Uhr tickt, sobald die Spieler den Platz betreten. Also wir haben jetzt noch, 7, 8 Minuten. Und ich gehe fest davon aus, dass die Mannschaft spielen wird von Beginn an, die auch die letzten Spiele gestartet ist, wenn denn alle Spieler dabei waren. Also die Startelf von Schottland wird auch die Startelf gegen Ungarn sein. Alles andere wäre überraschend und es ist immer wieder witzig, wenn man darüber nachdenkt. Wir kennen die Startaufstellung für die deutsche Nationalmannschaft für die Spiele seit März. Und Julian Nagelsmann hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass das seine erste Elf ist. Er hat es immer wieder betont, diese Rollenverteilung. Die Spieler, die die erste Elf bilden, wissen, dass sie die erste Elf sind. Die dahinter wissen, dass sie Druck machen müssen auf diese erste Elf, dass sie sich im Training anbüßen müssen und sie dann immer das volle Vertrauen des Trainers haben, wenn sie eingewechselt werden. Also das ist eine ganz andere Konstellation als normal, wo die Trainer sagen, oh, ganz eine halbe Stunde vom Spiel, früher kriegt die Presse das auch nicht. Also das ist schon ein anderer Angang, den Julian Nagelsmann seit März pflegt. Und bisher ist er erfolgreich. Ob es gegen Ungarn auch kommt, das müssen wir natürlich abwarten. Jimmy, aus deiner Sicht ist dieses erste Team von Nagelsmann auch wirklich das Beste? Oder siehst du Positionen, wo du anders aufstellen würdest? Naja, ich habe mich schon mal verhauen jetzt. Ich bleibe jetzt mal. Ich bin ja keiner, der im Winde weht, wie ein Fähnchen, sondern es gibt 2, 3 Positionen, aber das wird man weitersehen bei den nächsten Spielen. Aber genauso ist es. Ich finde das ganz toll, was Nagelsmann gemacht hat. Er hat von Anfang an gesagt, das ist meine Mannschaft. Ihr spielt. Wenn ihr gesund bleibt und Leistung in eurem Verein bringt, seid ihr die erste Mannschaft, die in der Europameisterschaft spielt. Die anderen, die müssen kämpfen im Training, um die erste Mannschaft. Wenn einer verletzt ist, muss er sofort heiß sein und um diese Rolle aus. Das ist das Schöne am Fußball jetzt. Aber muss ich nicht als Trainer trotzdem im Kopf offen bleiben für die Situation, dass einer von denen, die ich gesetzt habe, aus welchen Gründen auch immer, zu viel Druck, zu jung, zu unerfahren, hält dem Druck nicht stand, dann eben doch rausgenommen werden muss? Also jetzt muss ich dir widersprechen. Oha. Jemand, der in der deutschen Nationalmannschaft spielt und im Kader der deutschen Nationalmannschaft ist und kann den Druck nicht ab, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Der Nagelsmann hat ja die Leute so gestellt, der weiß ja, welche Spieler Druck haben. Die kennen alle Druck ab. Der Musiala, guck mal, hier wie jung der ist, da spielen sie alle schwindlig. Wurz, das sind Spieler hinten. Also wenn der eine wirklich sagt, ich bin dem Druck nicht gewachsen, dann soll er in Urlaub fahren nach Gran Canaria. Hier geht es um die Europameisterschaft. Wir werden Paroli bieten müssen den Ungarn. Die Ungarn werden ganz, ganz stark spielen. Wenn sie verlieren, sind sie weg vom Fenster. Die müssen. Wir werden ein ganz anderes Gesicht sehen der deutschen Mannschaft. Aber gerne. Bitte, Christian. Christian. Ich würde da gerne was ergänzen. Unbedingt. Wie so oft
möchte ich das noch weiterführen, weil Jimmy den richtigen Ansatz gewählt hat. Nochmal zum Thema Druck. Ich möchte da einen Spieler nennen, insbesondere nämlich Maxim Mittelstädt von Hertha BSC, jetzt beim VfB Stuttgart, also groß geworden bei Hertha. Der hat sein erstes Länderspiel gegen Frankreich gemacht im März, als noch niemand wusste, wo die deutsche Nationalmannschaft steht, die eine katastrophale Abschlussleistung gebracht hat im Jahr davor gegen die Türken und gegen die Österreicher. So, den stellt er auf gegen Dembélé, den Franzosen, der wahnsinnig schnell, wahnsinnig technisch stark ist. In der ersten Halbzeit haben wir alle gedacht, oh weia, mal gucken, ob er den Mittelstädt nicht schützen muss und den rausnimmt. Nee, Nagelsmann macht genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, was er mir in der Halbzeit gesagt hat, aber ich vermute, es wird so etwas gewesen sein wie, Maxi, das ist immer noch dein Spiel. Du kommst immer noch rein, mach es so und so besser und dann wirst du das hier schaffen. Und dann hat er eine super zweite Halbzeit hingelegt, ist seitdem einer der absolut sicheren und wichtigen Spieler dort auf der linken Außenbahn. Also genau das, was Jimmy gesagt hat, der Druck, den müssen die aushalten. Und wenn sie mal ganz bisschen ins Schwanken kommen, dann wissen sie, haben aber den Rückhalt des Trainers und ich glaube, das färbt bisher aufs gesamte Team ab. Christian, Jimmy hat es eben schon angesprochen, die Ungarn. Wir haben nicht mehr viel Zeit, deshalb müssen wir jetzt über den Gegner auch noch ein, zwei Worte verlieren. Was erwartest du da? Die werden ein anderer Gegner sein als die Schotten. Die Schotten waren, glaube ich, verängstigt. Die wussten nicht so ganz genau, was sie machen sollten, als die Deutschen so loslegten. Die Ungarn haben sich das mit Sicherheit genau angeguckt. Was wir sehen konnten beim Spiel der Ungarn gegen die Schweizer, dass die Ungarn offensiv stark sind. Die spielen sehr schnell nach vorne, die pressen, die haben Tempo, die haben Technik, die spielen ein gutes Kurzpassspiel. Denen fehlte der Torabschluss, um dort gegen die Schweizer erfolgreicher zu sein. Aber hinten, da sind sie anfällig, weil sie eben auch sehr offen spielen. Da bin ich gespannt, ob Julian Nagelsmann mit seinem Team das ausnutzen wird. Aber ich denke, das wird das Ziel sein, wieder sehr schnell vor das gegnerische Tor zu kommen und dort Chancen zu kreieren. Und ja, und wenn es wieder ein frühes Tor gibt, wird das sicherlich helfen. So viel Kopfnicken von Jimmy hier am Tisch habe ich noch nie gesehen. Ja, ich bin wie so ein kleines, wie der Hund hinten im Kofferraum, der so nickt. Alles gut. Nein, das ist richtig. Die Ungarn haben eben die Schweizer, ich sage mal ganz frech, unterschätzt. Die haben gedacht, naja, die Schweiz, aber die Schweizer können ja auch Fußball spielen. Die haben auch super gespielt, haben genau diese Fehler den Ungarn aufgezeigt, wo Nagelsmann gesehen hat, Abwehr schwach, schnell von hinten kommen, Konterangriffe statt über die Flügel rein. Und so werden die deutschen Spieler, ich sage jetzt auch schon, das Tor der Deutschen wird in der 15-Minuten-Falle entweder Musiala, Würz oder Groß und Freistoß. Lege ich mich jetzt fest. Naja, erst ums Erste. Wir werden ja anfangen, mal dann anzufangen. Ja. Christian, was sagst du? Wann fällt das erste Tor? Ja, erste Viertelstunde würde ich auch sagen. Ich sage mal, damit wir einen Wettbewerb haben, 11. Minute. Und jetzt kriegen wir das Zeichen, dass wir hier aufhören müssen. Ich sage noch ganz schnell, mein Tipp, 3-0. Christian, ganz kurz noch. Wenn du meinen Freund Thomas Müller siehst, schönen Gruß von Jimmy, ich habe das Golfspielen jetzt gelernt, sag. Wird auch Zeit. Oder? Ja. Christian Ballfuß direkt aus Herzogenaurach vom Training der deutschen Fußballnationalmannschaft, für die es dann später am Tag Richtung Stuttgart geht. Jimmy Hartwig hier am Tisch. Vielen Dank für die begleitenden Worte. Ich habe zu bedanken, was toll. Großartig.